Welcome back, Freunde, zu einem neuen Guide Element Edition. Wir schauen uns heute mal die Stacks an. Die Stacks, auf die es wirklich im Endgame ankommt. Sehr, sehr wichtig. Schauen wir gleich rein. Schau mal, was ich gestern gezogen habe. Bei den Light and Dark Beschwörungen bei 30% Wahrscheinlichkeit. Also, Light and Dark mäßig sieht es bei mir ja wirklich grottig aus, aber wenigstens die 4 Sterne, hell die ich ziehe, sind sehr gut. Ich habe den Robo hier gezogen. Das ist wirklich eine interessante Unit. Nicht nur für PvP. Ich baue den gerade im Light Dungeon. Den schauen wir uns heute im Stream an. Heute Abend im Stream oder am Wochenende bin ich auch online. Also mal Samstag, Sonntag Element Fissions und meistens Donnerstag noch den Guild War. Donnerstags abends auf Twitch. Heute schauen wir uns die Stacks an. Was sind die Stacks? Das sehen wir hier oben. Das sind die Stapel. Viele achten da vielleicht gar nicht drauf, haben es noch gar nicht gesehen oder wissen nichts damit anzufangen. Was bringen uns die Stapel bei unseren Elements? Wenn wir draufklicken, dann seht ihr ja schon in der Beschreibung, was wir machen müssen, um diese Stapel überhaupt zu bekommen. Und was wir dafür kriegen. Einfach ausgedrückt, es ist eine zusätzliche Möglichkeit, an Speed Points zu bekommen. Und zwar insgesamt 5 Stapel, 5 Speed-Punkte. Wie sieht das in der Praxis aus? Ja, sagen wir mal, fangen wir mal an, wie bekommen wir die Stapel überhaupt? Du kannst die Stapel nur erhöhen, wenn du ein Element des gleichen Typs, muss das gleiche Element sein, also hier zum Beispiel ja, leichtes, zum Beispiel hier den Vernichter. Wenn du den Vernichter nochmal in Baum hast und fütterst den rein in den Vernichter hier, ja, dann bekommen wir einen Stapel. Es geht aber nur mit dem gleichen Element. Also wenn wir jetzt in den Baumvernichter den Feuervernichter reinfüttern würden, würden wir keinen zusätzlichen Stapel bekommen. Würden wir einen Skill-Up bekommen, das ist wieder was anderes, Fähigkeiten, würden wir hier die Skill-Ups bekommen, aber keinen Stapel. Also einfach die Stapel gehen nur mit dem exakt identischen Element. Jetzt ist das ja kein Problem bei einem 3-Sterne-Element. Bei einem 4-Sterne-Element wird es schon schwieriger, weil du musst ja immer das gleiche ziehen. Und bei einem 5-Sterne-Element wird es natürlich noch viel schwieriger, weil du musst exakt das gleiche 5-Sterne-Element ziehen und ich habe noch nicht einen Dupe gezogen. Noch nicht einen Dupe. Ja? Also zum Beispiel beim Zauberer. Zauberer Feuer extrem starke Damage Unit. Um an die Stapel ranzukommen, müsste ich ihn noch 5-mal ziehen. Den Feuermagier. Sehr wichtig wird dieser Wert bei Elements, die sehr auf Geschwindigkeit angewiesen sind. Ja, auf Speed. Wie zum Beispiel die Musikkönigin. Das ist eine Unit, die sehr stark den hohen Base Speed schon hat, aber die willst du so schnell wie möglich haben. Und deswegen sind hier Stapel wichtig. Ja. Leseratte zum Beispiel. Da habe ich jetzt 2 Stapel schon. Wir schauen uns mal das Ganze an, damit man es noch einfacher versteht. Die Leseratte hat eine Geschwindigkeit Basis Speed von, wo haben wir sie? Von 94. Ja? 94 ist der Base Speed von der Leseratte.
Meine Leseratte hat jetzt Stapel bekommen, weil ich eben zwei identische reingefüttert habe. Also hier beim Verbessern, klar. Und meine Leserate hat jetzt ein Base Speed von 96. Ich könnte sie also, wenn ich Glück habe und ziehe noch dreimal die Baumleserratte, dann könnte ich hier maximal mit dem Base Speed auf 99 kommen. Ja, weil wir haben noch 3 Stapel übrig. So weit, so gut. Um das Ganze mal zu veranschaulichen, machen wir mal gerade mal ein. Also hier zum Beispiel den Bücherwurm. Ja, hat einen Base Speed von 95. Jetzt füttern wir den exakt identischen Bücherwurm rein. So. Und wir haben jetzt den Bücherwurm auf 96, denn wir haben einen Stapel dazu bekommen. Wir haben einfach den gleichen Bücherwurm wieder reingefüttert. Das gleiche Element. Okay. Richtig schwierig wird es jetzt bei den 4-Sterne-Helden, Elements und 5-Sterne-Elements. By the way, ich muss dazu sagen, diese Stapel ist nicht unbedingt für alle Elements gut. Zum Beispiel ein Barbar möchte sogar keinen zusätzlichen Speed drauf haben. Ja? Windbarbar, Leo aus Summoner's War, ihr kennt's, der braucht am besten 0 zusätzlichen Speed und überhaupt gar keinen zusätzlichen Speed, keine zusätzliche Geschwindigkeit. Das heißt, wir wollen hier keinen Stapel haben. Ja? Wir wollen hier bei ihm keinen Stapel haben. Deswegen bei ihm machen wir das nicht. Es gibt noch ein paar andere Units. Da gilt das gleiche. Gerade Units mit passiven Elementen. Da müssen wir mal in nächster Zeit ein Beispiel machen. Und wir wissen nicht, was noch für Elements kommen. Also, normalerweise möchtest du hier so viel Stapel wie möglich, aber alle Elements, wo du keinen Speed benötigst, da macht es keinen Sinn, die Stapel zu erhöhen. Jetzt haben wir aber gerade bei den 5-Sterne-Elements eine kleine Entscheidungskrise. Denn, nehmen wir mal an, wir haben einen Feuermagier. Also wir haben eine richtig gute 5-Sterne-Element-Unit und ziehen jetzt einen Dupe. Jetzt können wir natürlich den 5-Sterne-Zauberer hier reinfüttern in ihn und den Stapel erhöhen. Wir bekämen also einen Base Speed mehr. Ja, er hätte dann nicht 107 plus 65, sondern 108 plus 65. Aber hier können wir den Dupes ja auch noch was anderes machen, denn wir können mit den Dupes hier in der Werkstatt einkaufen und hier bekommen wir da, also wenn wir auf Bergen gehen, ja, ich habe jetzt natürlich nichts, weil ich habe noch keinen Dupe gezogen. Ja, ein 4-Sterne-Element. Okay, da bekommen wir dann diese Pulver hier Zeugs, aber im 5-Sterne-Element halt auch gerade Leiden Dark dann, aber die Wahrscheinlichkeit, einen Leiden Dark Dupe zu ziehen, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Okay, Beispiel, wir bekommen hier 10 Moleküle. Ich sage mal Bonbons, das sieht aus wie ein Bonbon, ist einfacher. Also wir bekommen hier 10 Bonbons für einen Dupe, 5-Sterne-Dupe. Und davon können wir uns natürlich auch zum Beispiel 3 Leiden Dark Beschwörungen kaufen. Oder hier Katalysatoren. Da wird es dann eben schwierig. Da muss man sich dann entscheiden, was mache ich.
gehe ich auf einen Stapel, zusätzlichen Stapel, oder hole ich mir hier von was? Das müsst ihr euch dann selber entscheiden. Beim Windbarbaren wäre die Entscheidung natürlich einfach, denn wir wollen keine Stapel auf dem Windbarbaren. Also kaufen wir uns hier Bonbons, um hier einkaufen zu gehen. Also ihr seht, bei Element Fishing, da hat man sich ein bisschen was zusätzlich einfallen lassen, um die, hm, ja, noch ein bisschen mehr zu grinden, noch ein paar Points, Effekte zusätzlich zu bekommen. Hier halt eben Geschwindigkeit. Aber so einfach ist es halt auch nicht. Noch nicht mal bei den 3-Sterne-Elements ist es einfach, außer bei den Leiden Dark. Da brauchst du auch eine Zeit lang, weil so viele Dupes bei den 3-Sterne-Elements für Leiden Dark Dämmerung ist auch nicht unbedingt. Gut, bei mir, ich glaube, ich habe jetzt, die habe ich auch dreimal gezogen hier. Oder? Habe ich, nee. Irgendwas anderes war es. Also da wird es auch eine Zeit lang dauern, um die Stapel zu erhöhen. Bei den Cut 5 sowieso. Was habe ich denn 4 Sterne mäßig? Also hier habe ich 2 Stapel. Ja, bei der Ratte vielleicht. Oder habe ich auch erst einen Stapel drauf? Also hier habe ich 2 Stapel auf dem Revolverhelden. Also es geht schleppend voran. Auch die 4-Sterne-Elements, Leiden Dark Dämmerungs 4-Sterne-Element, das wird extrem schwierig, da Stapel voll zu bekommen. Hier hätte ich natürlich gern mehr Base Speed auf dem Irrlichtfänger. 5 Stapel, aber 5-mal den Irrlichtfänger Light zu ziehen, das ist schon wieder eine ganz andere Kunst. Ja, das ist nicht einfach. Ihr seht, der Grind, es ist über mehrere Monate, Jahre vielleicht sogar festgelegt, bis man da an die Stapel rankommt. Und momentan ist es auch mehr eine Endgame-Sache für die 5 Sterne und 4 Sterne Elements. Aber später dann, gerade wenn dann die Themenarena losgeht, dann wird Speed, also Geschwindigkeit, natürlich extrem wichtig. Und dann möchte man jeden einzelnen Stack haben. Denn gerade in den vorderen Plätzen dann entscheidet manchmal 1 oder 2 Speed-Punkte mehr. Wer zuerst moved, der gewinnt halt auch meistens. Oder nicht meistens, aber oft. Ja, und deswegen kämpft man dann um jeden Punkt an Geschwindigkeit. Also nicht nur bei den Bauteilen, sondern auch bei den Loops. Und wie bekommen wir die Elements? Stapel beschwören, beschwören, beschwören. Und da wird es halt auch ein bisschen Pay to Win. Dann nochmal ein Extrembeispiel. Wo wird es am schwierigsten, am härtesten, die Stapel zu bekommen, wo du sie aber unbedingt brauchst, unbedingt haben möchtest? Machen wir erstmal ein 4-Sterne-Element. Extrem, extrem wichtig. Hier bei der Himmelspolizei. Ich habe sie gezogen, aber natürlich auch keinen Stapel. Und die möchtest du so schnell wie möglich haben. Und das wird eben extrem schwer, hier ja, da Dupes zu ziehen, um die Stapel zu erhöhen. Und natürlich auch hier. Königin Dark. Ich hätte sie so gern. Ja. Die hat halt eine relativ schwachen Base Speed. Und da wäre es halt echt super. 5 Stapel, das wären 98 Base Speed. Das sieht die Sache ganz anders aus bei ihr. Aber ehrlich gesagt, 5-mal die Dark Musikkönigin zu ziehen, ja, weiß nicht. Ob man das in 10 Jahren schafft oder vielleicht mit 50.000 Euro könnte es auch schaffen. Auf die Schnelle. Vielleicht. Also momentan schon noch, weil es gibt ja noch nicht so viele Elements. Ja.
Deswegen momentan vielleicht noch möglich. Mit 50 Riesen seid ihr dabei für eine Max-Skilled Musikkönigin. Also, das waren jetzt natürlich nur ein paar Beispiele. Wenn neue Helden dazukommen, beziehungsweise wenn wir Helden vorstellen, Elements vorstellen, dann demnächst in den kommenden Wochen und Monaten werden wir natürlich auch auf dieses Thema eingehen mit den Stapeln. Ja, braucht man Stapel? Wie wichtig ist es, gerade eben bei den 4 Sterne und auch dann 5 Sterne Helden? Ist klar. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gerade dran an den Dungeons, aber ehrlich gesagt, es ist nicht so einfach, hier ein Safe-Team zu bekommen. Also ich habe überall zwar geschafft, aber relativ Free-to-Play-freundliches Safe-Team ist hier bei denen nicht so einfach. Schauen wir uns an, aber im nächsten Video machen wir erstmal Verlies. Dann kommt ein Video zum Verlies. Triple S-Kurs, welchen Units, schauen wir uns dann alles an. Ich freue mich aufs nächste Video und auf den Stream. In diesem Sinne, keep on grinding. Euer Lobo. Let's see.